Die dicke Bohne essen wir so gerne und in einem Experiment haben wir herausfinden können, dass wir sie zweimal im Jahr anbauen können. Also nicht nur im Frühjahr, sondern auch für die Ernte im Herbst. Dazu sehen wir von Ende Juni bis Ende Juli nochmal dicke Bohnen aus. Für die Aussaat nehmen wir etwas größere Töpfchen, diese 9x9x9 cm Töpfchen, und verwenden ganz normale Gartenerde. Pro Töpfchen kommt ein Böhnchen rein und das kommt etwas tiefer rein, also wir haben eine Saattiefe von ungefähr 4 bis 8 cm, ungefähr die Mitte vom Töpfchen. Habt ihr Lust auf noch mehr Gemüseanbauvideos? Auf unserem Kanal auf YouTube Gartengemüsekiosk findet ihr ganz viele Videos zum Thema Gemüseanbau. Und wenn ihr demnächst kein Video mehr verpassen möchtet, dann abonniert gerne kostenlos unseren YouTube-Kanal und klickt auf die Glocke, dann kriegt ihr direkt eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online geht. Die dicke Bohne hat eine Keimtemperatur von 8 bis 15 Grad. Bei einer Aussaat im Sommer ist es also wichtig, dass wir sie dann schattig und auch ein bisschen kühler stellen, die Aussaattöpfchen. Wir kontrollieren allerdings täglich. Sobald da kleine grüne Pünktchen zu sehen sind, also sie gekeimt sind, wandern die einzelnen Töpfchen an einen sonnigen Ort. Denn würden wir sie stehen lassen, dann ist es zwar warm, aber sie würden Licht suchen, das bedeutet, sie wachsen dann nach oben, werden instabil, werden zu lang, vergeilen und das wollen wir nicht. Also, sobald sie gekeimt sind, ziehen sie um an einen sonnigen Ort. Wenn wir die dicke Bohne für den Herbst anbauen, dann ist der Standort umso wichtiger. Im Herbst ist einfach jeder Sonnenstrahl kostbar. Deswegen wählen wir einen Standort mit voller Sonne. Eine Aufdüngung, bevor wir pflanzen, ist bei der dicken Bohne auch nicht erforderlich. Wenn die Jungpflanzen dann gut gewachsen sind, das ist je nach Wetter natürlich unterschiedlich, aber sagen wir mal, wenn sie ungefähr so 10 cm hoch sind, dann dürfen sie ins Beet eingepflanzt werden. Und wir schauen einfach, welche Beete sind frei geworden. Die dicke Bohne pflanzen wir generell zum Beispiel, wenn Beete frei geworden sind, wie die vom Knoblauch oder von Zwiebeln, Salat, frühe Kartoffeln oder auch von Blumenkohl und Brokkoli. Also wenn da ein Beet frei geworden ist, dann dürfen da die dicken Bohnen einziehen. Besonders schön ist es, dass wir so auf diese Art und Weise ein Beet im Jahr 3-mal bestellen können. Zum Beispiel ganz am Anfang frühen Kohl, dann kommt die dicke Bohne rein und wenn die abgeerntet ist, kommt zum Beispiel dann Knoblauch für die Überwinterung rein. Und so kommen wir dann zu einer versetzten und auch mehrfachen Ernte. Bei der Pflanzung selbst haben wir einen Reihenabstand von 60 cm und einen Pflanzabstand von ungefähr 10 cm. Außerdem achten wir darauf, dass wir die Jungpflanzen ein bisschen tiefer setzen. Ein großer Vorteil bei dem späteren Anbau ist einfach, dass wir viel weniger Läuse haben. Es sind so viele Nützlinge unterwegs, sodass die schwarzen Läuse bei den Bohnen beim Anbau im Herbst viel weniger sind. Die dicke Bohne mag es lieber ein bisschen feuchter. Das bedeutet, das Mulchen ist eigentlich unverzichtbar bei dieser Kultur. Sollte der August jetzt ziemlich trocken sein, dann schauen wir natürlich nach und gießen auch regelmäßig. Im Herbst ist das Gießen dann eher weniger erforderlich. Wir würden uns freuen, wenn euch dieses Video gefällt und über einen Daumen nach oben freuen wir uns natürlich auch. Dankeschön! Wenn die Hülsen dann ungefähr im September so richtig dick und prall sind, dann ist es Zeit für die Ernte. Einfach mal eine aufmachen, mal reingucken, wie sie aussehen. Wenn sie groß genug sind, dann kann geerntet werden. Die Pflanzen schneiden wir einfach ab, das heißt, die Wurzeln bleiben in der Erde. Die dicke Bohne als Leguminose hat die tolle Eigenschaft, dass sie den Boden aufbessern kann, also sie bringt Stickstoff in den Boden. Deswegen bleiben die Wurzeln bei uns in der Erde. Wenn ihr das Saatgut der dicken Bohne entnehmen möchtet, und das ist ja durchaus möglich, wenn ihr samenfestes Saatgut habt, was anderes führen wir gar nicht bei uns im Shop, dann würden wir euch aber empfehlen, das beim frühen Anbau zu machen. Zum Ausreifen braucht es natürlich viel Zeit und beim Anbau im Herbst kann es dann schon mal etwas kühler, nasser, feuchter werden und da ist es mit dem Ausreifen ein bisschen schwieriger. Deswegen lieber dann die Kultur nehmen, wo wir im Sommer ernten und da die Bohnen einfach richtig ausreifen lassen. Und wenn wir dann so viele Hülsen geerntet haben, dann wird bei uns erstmal gepoolt, also die einzelnen dicken Bohnen werden rausgenommen. Ein Teil geht natürlich direkt in den Frischverzehr, die schmecken einfach köstlich. Der andere Teil wird bei uns eingefroren und so haltbar gemacht und so können wir uns den ganzen Winter über mit dicken Bohnen selbst versorgen. Falls ihr die dicken Bohnen auch so gern esst wie wir und es noch nicht ausprobiert habt, probiert es einfach mal aus. Der Anbau für den Herbst ist tatsächlich lohnenswert. Zum direkten Weiterschauen haben wir noch was verlinkt. Einmal hier unser Video mit der langen Version zum Anbau der dicken Bohne und unsere Playlist der ganzen kurzen, knackigen Gemüsevideos Grow Veggies. Wir wünschen euch viel Spaß bei euch im Garten. Bis zum nächsten Mal.